Thank you very much for having me. It's an honor. Muchas gracias. Ich möchte mich in diesem Vortrag mit einem aktuellen Phänomen befassen, nämlich die Rolle sogenannter künstlicher Intelligenz für die Wissenschaft, Artificial Intelligence in Science. Hier sehen Sie unsere Projekt-Website, also die Eingangsseite unserer Website, unseres Forschungsprojekts, our Project Website. Wie verändern die modernen Phänomene der künstlichen Intelligenz und ihre methodischen Möglichkeiten die Wissenschafts- und Forschungspraxis? Das ist die zentrale Frage des Forschungsprojekts, das ich zusammen mit Anna Echterhölter aus Wien, Andreas Sudmann aus Bonn und Alexander Weibel vom KIT und der Carnegie Mellon University bei der Volkswagen Stiftung beantragt und erfreulicherweise bekommen habe. We are very happy that we got the funding. I will show you here the structure of my talk. First, erster Punkt, kurze Vorstellung des Forschungsprojekts. Ich folge dabei in Grundzügen unserem Antrag. 2, ich werde Ihnen ganz kurz einige Beispiele von aktuellen Berichten über die Forschung mit KI zeigen. KI, künstliche Intelligenz, ist heute wesentlich Machine Learning. Artificial Intelligence is Machine Learning today, basically. Drittens, das ist der längste Teil meines Vortrags, ich möchte vor dem Hintergrund einer medienarchäologischen Analyse, einer historischen Mustererkennung in der Teilchenphysik, in Particle Physics, einen kurzen Text aus der Zeitschrift Nature zu Machine Learning in demselben Feld diskutieren. I compare a case study comparing two practices in particle physics. Und im vierten Teil, Fazit, ende ich mit einem vorläufigen theoretischen Ergebnis. Jetzt stelle ich Ihnen ein bisschen unser Projekt vor. Das Projekt untersucht die Nutzung von KI in verschiedenen Wissenschaften. Machine Learning in different disciplines. Insbesondere da KI-Forschung seit jeher ein inter- und transdisziplinäres Unterfangen ist es sinnvoll, die Anwendung von KI-Technologien über verschiedene Disziplinen hinweg kritisch und vergleichend zu untersuchen, sowohl historisch als auch systematisch. Unser Projekt lässt sich wie folgt skizzieren oder umreißen. Okay. Was beinhaltet die Frage nach dem Einsatz von künstlicher Intelligenz in verschiedenen Wissenschaften? Ein Begriff, der auch die Geisteswissenschaften einschließt. In welchen Forschungsbereichen werden neue KI-Systeme überhaupt eingesetzt? Und in welcher Weise ersetzen sie bisherige Praktiken und Systeme? Ob und inwieweit nehmen die einzelnen Disziplinen eine kritische Haltung gegenüber KI-Technologien ein? Und wichtiger noch, wie artikuliert sich diese kritische Perspektive in den konkreten Anwendungen der KI-Technologie? Wir haben in der Vorbereitung des Projekts in Europa 144 Projekte ermittelt, in denen KI zur Forschung eingesetzt wird. We found 144 projects in Europe that use machine learning today. And you can see, Sie sehen auf unserer Website, wir haben Projekte aus der Medizin, aus den Geowissenschaften, Geosciences, aus der Soziologie, aus der Ökonomik und aus der Physik. Das sind Projekte, die Machine Learning einsetzen, 144. Wir können natürlich nicht alle 144 Projekte untersuchen. Das ist viel zu viel. Also haben wir uns auf 3 Projekte fokussiert, die wir vergleichen in dem Projekt. Das sind unsere
Filmwissenschaft, die mit Machine Learning arbeitet, eins aus der Soziologie und eines aus den Geowissenschaften. Wir haben diese 3 verschiedenen Disziplinen ausgewählt, weil sie in ihrer Heterogenität das gesamte Spektrum der Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften abdecken. In der Filmwissenschaft dominieren interpretative Darstellungen, während datenbasierte Ansätze eher am Rande des Feldes zu finden sind. Die Fokussierung auf die Filmwissenschaft in einem Projekt erlaubt es uns daher, einen sehr jungen und möglicherweise ganz neuen Einfluss von künstlicher Intelligenz auf die Geisteswissenschaften zu beobachten. Machine Learning in the Humanities, our first point. Anders ist es bei der zweiten von uns ausgewählten Disziplin. In der Soziologie existieren datenbasierte und interpretative Methoden schon seit langem nebeneinander und werden in hybriden Ansätzen kombiniert. Die Beobachtung der soziologischen Forschung ermöglicht es uns daher, die Auswirkungen von KI-gestützten Methoden in einer Disziplin zu bewerten, die traditionell datenbasierte Forschung mit anderen Ansätzen kombiniert. Second project, sociology, has always used much data, parts of it. Drittens haben wir Geowissenschaften ausgewählt, weil dieses Fachgebiet eine lange Tradition der datenintensiven Forschung hat. Hier können wir die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf ein Forschungsgebiet beobachten, das bereits seit langer Zeit mit großen Datenmengen arbeitet. Ich zeige Ihnen jetzt noch mal ganz kurz im Überblick die 3 Projekte. Das müssen Sie jetzt nicht alles lesen. Filmwissenschaft ist Professor Flückiger in Zürich, Schweiz, Switzerland. This is one of the projects we observe. Soziologie. Das ist ein Projekt über verteilte künstliche Intelligenz für kollektive Entscheidungen in intelligenten Städten. Komplizierter Titel, complicated title. It's a sociological project in Leeds. Und Geowissenschaften ist das Projekt Detection and Attribution of Regional Scale Climate Change by Neural Methods. Das ist an der Sorbonne in Paris. Das sind unsere Partner. Diese Projekte beobachten wir in unserem Projekt. Wir sind sozusagen ein Meta-Projekt. Wir beobachten die anderen Projekte. Ich sage jetzt noch 2, 3 Worte zu den Methoden, die wir einsetzen. Wir haben 3 Arbeitsgruppen in unserem Projekt. Die erste Arbeitsgruppe kommt aus den Medienwissenschaften, Media Studies. Wir kombinieren Medien, Archäologie und Medienethnographie, um die Praktiken mit KI, Machine Learning, in den Projekten zu beobachten. Die zweite Methode, die wir einsetzen, ist Wissenschaftsgeschichte, History of Science. Anna Echterhölter macht eine Deep Study zur Datengeschichte in der Soziologie, beginnt mit der Kolonialstatistik und der Frage nach dem Verhältnis von Klassifikation und Clustering. Und die dritten Methoden kommen natürlich aus der Computer Science selbst. Alexander Weibel, unser Projektkollaborator, ist aus der Computer Science und sie entwickeln ein Machine Learning Werkzeug, mit dem wir über Machine Learning forschen. They develop a tool in machine learning to do research on machine learning. I'm not sure if this will work. We'll see. Okay, and we try to find out, wir wollen herausfinden, wie in verschiedenen Disziplinen Machine Learning-Verfahren auf verschiedene Weise eingesetzt werden. Das ist im Grunde unser ganzes Projekt. Das ist alles, basic. So, jetzt möchte ich Ihnen nur, ohne Sie länger zu diskutieren, ein paar Beispiele zeigen, an denen man sieht, wie sehr Machine Learning und Künstliche Intelligenz, Machine Learning, heute bereits in verschiedenen Feldern benutzt und verwendet wird.
Das ist zum Beispiel ein Artikel aus der deutschen Zeitschrift Der Spiegel, wo ein Autor schreibt, KI, künstliche Intelligenz, ist der Problemlöser, der Forschungsturbo. Dank Machine Learning können wir jetzt neue Medikamente entwickeln und dies und das. Sehr euphorisch. Das ist eines der Beispiele, die dieser Artikel diskutiert. Es werden Machine Learning-Verfahren heute schon eingesetzt, um neue Antibiotika zu finden. Denn das ist ein großes Problem, was die Menschheit hat, dass wir zunehmend mit resistenten Bakterien zu kämpfen haben. Und Machine Learning ist eine Hoffnung, dass man hier neue Medikamente findet. Das ist ein Artikel aus der österreichischen Zeitschrift Der Standard. Da geht es darum, Machine Learning wird die Archäologie revolutionieren. Man hat die Idee, dass neue Verfahren in der Lage sind, neue archäologische Erkenntnisse zu erzeugen. Das ist ein Artikel darüber, Geophysics, dass Machine Learning for Data-Driven Discovery in Solid Earth Geoscience, dass die Erdwissenschaften, die Geosciences, dank Machine Learning neue Ergebnisse erzeugen können. Das ist ein Artikel aus dem Annual Review of Economics. Da geht es darum, dass Machine Learning in den Wirtschaftswissenschaften neue Erkenntnisse erzeugen soll. Und so weiter und so fort. Die Soziologie beschäftigt sich mit Methoden der künstlichen Intelligenz für ihre Forschung. Und es gibt auch Artikel, das kann man nicht lesen, ich weiß, es gibt auch Artikel, die darüber schreiben, dass das vielleicht alles nur ein aufgebauschter Hype ist. Und dass wir vielleicht gar nicht mit diesen Methoden so viel weiterkommen, wie wir dachten. Aber genau das wollen wir in unserem Projekt ja herausfinden. Bringt es was oder bringt es nichts? Does it change science, machine learning, or does it not? We will try to find out. Okay, und jetzt komme ich zum etwas seltsamen Hauptteil meines Vortrags. Ich möchte Ihnen ein historisches Beispiel vorstellen in mehr Detail. Das ist eine Fallstudie sozusagen. Und das ist aus dem Gebiet ausgerechnet der Teilchenphysik, Particle Physics. Das hat einen guten Grund, warum ich dieses Feld ausgewählt habe, denn es gibt keine Wissenschaft heute, die mit so vielen Daten zu tun hat wie die Teilchenphysik. Die sind extrem datenintensiv. Und ich werde das machen, indem ich erst einen berühmten Fall von 1964 diskutiere, eine berühmte Entdeckung in der Teilchenphysik, ohne Machine Learning, vor dem Zeitalter der künstlichen Intelligenz, und das vergleiche mit einer Entdeckung 2012 in der Teilchenphysik, das berühmte Higgs-Boson, das ohne Machine Learning gar nicht möglich gewesen wäre. Es ist ein Beispiel in historisch vergleichender Wissenschaftsgeschichte, wenn Sie so wollen. Okay. Wenn man die Rolle von Verfahren wie Machine Learning in den Wissenschaften verstehen will, muss man historisch verstehen, wie die Wissenschaften vor dem Machine Learning funktioniert haben. Denn nur so kann man ja verstehen, was Machine Learning vielleicht Neues bringt. Ich will eine der genannten Methoden, Medienarchäologie, anwenden, um skizzenhaft dieses Beispiel zu analysieren. Das ist ein sehr berühmtes Bild. Aber wenn man nicht weiß, was es zeigt, versteht man es nicht. Es ist ein analoges Foto. Man weiß nicht unbedingt, dass es ein Foto ist. Man kann nicht sehen, was das Wichtige an diesem Foto ist. Man kann nicht sagen, was es darstellt, wenn man kein Teilchenphysiker ist. Man kann vielleicht noch nicht einmal sehen, dass es ein Foto ist. Es könnte auch eine Zeichnung sein. Ohne die Interpretation
dieses Bildes ist es für uns eine bedeutungslose Ansammlung visueller Daten. Jetzt kommt die Auflösung. Tada! Es geht bei diesem Bild um die Entdeckung eines bislang unbekannten Teilchens. Das Bild ist eines der wichtigsten Fotos aus der Geschichte der Teilchenphysik. Ein, wie Peter Gallison es genannt hat, Golden Event. Es ist Foto Nummer 97025, eine Experimentalreihe am Brookhaven Lab, New York, von 1964. In dem amerikanischen Labor für Teilchenphysik hatten Forscher eine mit rund 1000 Litern Wasserstoff gefüllte Blasenkammer aufgestellt. In diese 80-Inch große Blasenkammer, Bubble Chamber, this was the detecting technology of the time, wurde ein Strahl aus negativ geladenen Kaonen geschossen, K-. They shot a stream of particles into the liquid hydrogen. Bei den Kollisionen des Strahls mit den Atomen entstanden zahlreiche neue Partikel, die abhängig von ihrer Ladung und Masse Spuren hinterließen wie winzige Kondensstreifen. That was the cutting edge technology of the time. Aber es ging nur um ein Teilchen bei diesen Experimenten, um Omega-. Murray Gell-Mann, ein berühmter Physiker, war es, der die Existenz dieses Teilchens schon 1962 auf einer Konferenz vor Kollegen behauptet hatte. Murray Gell-Mann konnte das Teilchen und seine Eigenschaften theoretisch genau vorhersagen, da er eine neue Regelhaftigkeit im bis daher unübersichtlichen Teilchenzoo entdeckt hatte. You don't have to understand this. It's part of the model of Murray Gell-Mann. Es zeigt, wie man die Teilchen oder einige der Teilchen, es ist nur ein Teil des Modells, die damals bekannt waren, anordnen konnte, um eine Ordnung zu finden in den Teilchen. Und in diesem Modell gab es eine leere Stelle. Das Teilchen fehlte. Und Murray Gell-Mann hat gesagt, es muss das geben. Es muss dieses Teilchen geben. Das war die Vorhersage der Theorie. Das nennt sich übrigens symmetrische unitäre Gruppe 3, aber das brauche ich jetzt nicht weiter zu erläutern. Die Spuren auf dem Foto, die ich immer am Anfang gezeigt habe, ich erläutere das gleich noch, waren ein wichtiger Hinweis, dass diese Theorie richtig sein könnte. Schon an der Tatsache, dass es das 97.025. Bild war, auf dem die gesuchten Spuren auftragen, wird der mediale Aufwand ersichtlich, der für die Teilchenjagd betrieben worden war. Das ist ein Foto des Detektors von 1964, das ist die Bubble Chamber. Es ist ein riesiger Kasten voll mit flüssigem Wasserstoff. It's a big box filled with liquid hydrogen, so to speak. Über dieser Kammer, also das ist eine Konstruktionszeichnung des Detektors. Und Sie sehen, hier sind Kameras, die fotografieren, was da drin passiert, wenn man die K-Strahlung hineinschießt. Und darin passieren sehr schnell Ereignisse. Und um diese Ereignisse aufzuzeichnen, das erläutert nur, wie der K-Strahl erzeugt worden ist, ist nicht so wichtig, bla bla bla. Um die Ereignisse in der Blasenkammer, im Detektor aufzuzeichnen, hat man Film mit sehr hoher Geschwindigkeit an der Kamera vorbeigezogen, sodass Tausende von Bildern entstanden.
von den Ereignissen im Detektor. Nachdem der Beschuss beendet war, musste der Film Bild für Bild ausgewertet werden. Bild für Bild. Dafür gab es Spezialistenteams, die nannte man Scanner. Das waren Leute, Personen, die nannte man Scanner, die nach verdächtigen Spuren Ausschau hielten. Fand man verdächtige Spuren, so mussten sie interpretiert werden. Ich zeige Ihnen jetzt ganz kurz noch ein paar Details aus dieser Geschichte von 1964. Das zeigt zum Beispiel eine Frau, die dabei ist, Foto für Foto, sie war natürlich nicht die Einzige, Foto für Foto aus dem Detektor auszuwerten. Diese Leute wurden vorher geschult, worauf man achten muss, welche Spuren interessant und verdächtig sein könnten. Es war übrigens auch stereoskopisch, aber das nur am Rand. Später wurden dann die Fotos, die verdächtige Spuren enthielten, digital vermessen, mit frühen digitalen Bildanalysemethoden, um genauer herauszufinden, welches Foto vielleicht das gesuchte Ereignis zeigt. Sie sehen, ein riesiger Aufwand. Ein riesiger Aufwand. Ich mache die Geschichte kurz, to cut a long story short. Am Ende kam man bei diesem Foto, was ich ihm am Anfang gezeigt habe, raus. Das wurde interpretiert als der Beweis, dass das Ereignis, was Murray Gell-Mann vorhergesagt hatte, durch seine symmetrisch-unitäre Gruppe tatsächlich sich ereignet hatte. Das reichte aber noch nicht, um das Modell endgültig zu bestätigen. Es gab andere Experimente. Zum Beispiel hat man auf Protonen Elektronenstrahlung geschossen und festgestellt, dass Protonen, aus denen auch die Atomkerne bestehen, eine innere Struktur haben. Und die von Murray Gell-Mann theoretisch vorhergesagten kleinsten Bausteine der Materie, die Quarks, das Wort haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört, dass das nicht nur eine mathematische Konstruktion ist, sondern dass dem eine physikalische Realität entspricht. Dass es etwas ist, was wirklich existiert. Das hat Jahre gedauert. Das war sehr kompliziert. Verschiedene Experimente mussten zusammenkommen. Und das ist wieder unser Bild vom Anfang. Und rechts sehen Sie die Interpretation dieses Bildes. Die Interpretation zeigt die Bahnen und Spuren von Teilchen, die sich ereignet haben im Detektor. Und das Wichtigste an dem Foto vom Anfang an ist dieser kleine Knick. Das ist das bedeutende Ereignis. Denn in der Interpretation ist das die Bahn von Omega minus, das für eine sehr kurze Zeit erschienen ist, um dann in andere Teilchen zu zerfallen. Und dieses Bild, das ist die Interpretation, hier ist die Darstellung der sozusagen Teilchenzerfallsprozesse, das galt dann als Beweis dafür, dass Murray Gell-Mann recht hatte. Murray Gell-Mann bekommt 1969 den Nobelpreis für Physik für die Begründung des Quark-Modells der Materie. To be honest, I always get the shivers when I say that. It's really a big and astounding theoretical achievement, the quark model. It's unbelievable. And here you see it again. There is this little bump, and this was the searched particle in part of his model, and this confirmed the correctness together mit anderen Experimenten zusammen, bestätigte das die Richtigkeit seines Modells. Es sind viele Jahre vergangen seitdem, und was Sie hier sehen, ist der heutige Stand des Standardmodells der Materie. Das ist
abgesehen von der Relativitätstheorie Einsteins, die bedeutendste Errungenschaft der Physik des 20. Jahrhunderts. Ich erläutere das ganz kurz, soweit nötig. Hier oben sind die verschiedenen Quarks, aus denen die Materie besteht. Wir bestehen im Wesentlichen aus diesen beiden Quarks. Diese Quarks tauchen nur in Beschleunigerexperimenten auf. Hier sind die Leptonen. Hier ist das Elektron. Das Elektron bildet die Hülle der Atome. Der Kern der Atome wird von Protonen und Neutronen gebildet und die Protonen und Neutronen bestehen aus den Quarks. Das sind die Eichbosonen. Bosonen sind Teilchen mit einem gradzahligen Spin. Und das sind die Teilchen, die die Kräfte übertragen zwischen den Teilchen. Außer Schwerkraft. Die Schwerkraft ist da nicht mit drin. Das ist ein großes Problem bis heute. Ungelöst. Das sind die Teilchen, die die Kräfte übertragen. Und Sie sehen auf der Folie ganz oben rechts ein Teilchen, das zufälligerweise im selben Jahr, 1964, in einem kurzen Papier, theoretischen Papier, postuliert wurde. Das heute sogenannte Higgs-Boson. Genauer Englert-Higgs-Boson. Es war lange Zeit rein hypothetisch. Es war 1964 vorhergesagt und erzog sich jahrzehntelang dem Nachweis. Und es wurde gefordert, um einen bestimmten Prozess, die sogenannte elektroschwache Symmetriebrechung, zu erklären. Das hat was mit der Frage zu tun, das Higgs-Boson, woher die Masse der anderen Teilchen kommt. Denn die Teilchen haben eine bestimmte Masse, die ist hier oben angegeben, sozusagen das Gewicht der Teilchen. Ja? Und das kann man erklären im Prinzip mit diesem Teilchen, weil ein neuer Mechanismus eingeführt wird. 2012 wurde am CERN der Nachweis des Higgs-Bosons verkündet. Das war ein großer Triumph. Peter Higgs hat 2013 den Nobelpreis bekommen mit François Englert. 2012. Und jetzt erzähle ich Ihnen noch ein bisschen was zur Entdeckung des Higgs-Bosons. Da spielt nämlich künstliche Intelligenz eine zentrale Rolle. Machine Learning. Ohne Machine Learning wäre das Higgs-Boson nicht entdeckt worden. Und es war im Prinzip so ähnlich wie beim Omega-. Man hat ein Modell, ein theoretisches, das sagt etwas voraus. Und dann macht man Experimente, um festzustellen, ob das existiert oder nicht. Und es gibt jede Menge Modelle, die Dinge voraussagen, die nicht gefunden werden. Das ist der bittere Alltag der Wissenschaften. Der größte Teil aller Modelle scheitert, 99%. Vom CERN haben Sie natürlich schon gehört. Das ist das große Zentrum für Teilchenphysik in Genf, in der Schweiz. Es ist das größte Teilchenforschungszentrum der Welt. Es ist unfassbar riesig, was die für Maschinen haben. Das ist unglaublich. Und das ist von der Website des CERN. Es geht um so Fragen, was der Urknall ist, woher die Materie kommt. Die ganz großen Fragen. Das wird dort erforscht. Und heute hat man keine Bubble Chambers mehr, Blasenkammern, wie in den 60ern. This is one example of today's detector technologies. This is a time drift chamber. This is highly advanced technology, very difficult, highly advanced technology. I don't explain this right now, it's not necessary. These machines are, here you can see, in comparison how big a person is. This is a machine that is big as a building. It's one of 4 detectors, einer von 4 Detektoren am CERN. Machine Learning
war zentral für die Entdeckung des Higgs-Bosons. Das Higgs-Boson und sein Nachweis ist das Hauptbeispiel dieses Aufsatzes aus Nature zur Rolle von Machine Learning in der Physik. Interessanterweise, und passend zu meinem Vortrag, danke, beginnt dieser Aufsatz mit einem Rückblick auf die Bubble Chambers und die visuellen Erkennungsmethoden, die ich eben dargestellt habe und die für die Entdeckung des Omega- wichtig waren. Ein Zitat, das ich jetzt absurderweise ins Deutsche übersetzt habe, ich hätte das auch im Englischen lassen können. Ich lese Ihnen das kurz vor. Viele bekannte Teilchen wurden mit Hilfe von Detektoren entdeckt, die subatomare Teilchen für das menschliche Auge sichtbar machen. So verwandeln beispielsweise mit überhitzten Flüssigkeiten gefüllte Blasenkammern, die beim Durchgang geladener Teilchen kochen, die Bahnen der Teilchen in sichtbare Blasenspuren, die dann fotografiert und analysiert werden. Das ist genau das, was 1964 am Brookhaven Lab gemacht worden ist. Die Detektoren am Large Hadron Collider, das ist die Maschine heute am CERN, sind viel komplexer und zeichnen Daten mit weitaus höheren Raten auf, als dies mit Blasenkammern möglich ist. Today, more data, much more data. Beispielsweise analysiert das LHCb-Experiment alle 6 Sekunden so viele Ereignisse wie die große europäische Blasenkammer in ihren gesamten 11 Betriebsjahren. Die Datenmenge ist enorm gestiegen. Und die von den Atlas- und CMS-Experimenten am LHC gesammelten Datensätze sind mit den größten industriellen Datenproben vergleichbar. Jetzt kommt der wichtige Satz. Für Menschen ist es unmöglich, solch große Datenmengen visuell zu überprüfen. Algorithmen, die auf großen Computerfarmen laufen, haben diese Aufgabe längst übernommen. Offenkundig sind Menschen nicht mehr in der Lage, die Daten zu überschauen. Ich gehe noch ein bisschen in den Text. Die Sensor Arrays der LHC-Experimente produzieren Daten mit einer Geschwindigkeit von 1 Petabyte pro Sekunde. 1 Petabyte a second. Selbst nach einer drastischen Datenreduzierung durch die speziell angefertigte Elektronik, die zum Auslesen der Sensor Arrays verwendet wird, was eine sogenannte Nullunterdrückung der spärlichen Datenströme und die Verwendung verschiedener spezieller Komprimierungsalgorithmen beinhaltet, sind die Datenraten immer noch zu groß, um die Daten unbegrenzt zu speichern. Bis zu 50 Terabyte pro Sekunde, was zu so vielen Daten pro Stunde führt, wie Facebook in einem Jahr weltweit sammelt. Die Datenmengen, there's so much data, in 1 hour equals to Facebook in a year. Wenn man über große Datenmengen bei Facebook spricht, ist das einfach lächerlich im Vergleich zu dem, was die Physik hat. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum braucht man eigentlich so viele Daten? Warum? Einstein stellte es ist immer noch das Nature-Papier, Einstein stellte den berühmten Zusammenhang zwischen Masse m und Energie E über E gleich mc Quadrat, E equals mc to the square, you know, the most famous equation in physics, wobei c die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist. Ein leistungsstarker Teilchenbeschleuniger wie der LHC, der einen Umfang von 27 Kilometern hat. Sie müssen sich vorstellen, am CERN, das ist eine Röhre, ein Donut, der ist 27 Kilometer lang. Und an 4 Stellen sind die Detektoren, groß wie Hochhäuser. Das ist die größte Maschine der Welt. Ist erforderlich, um Teilchen zu erzeugen, die um Größenordnung massereicher sind als das Proton, wie das Higgs-Boson. Das Higgs-Boson ist so schwer,
dass man sehr hohe Energien braucht. Ein Higgs-Boson wird nur einmal alle paar Milliarden Proton-Proton-Kollisionen erzeugt. Viele andere interessante Reaktionen treten um Größenordnungen seltener noch auf. Damit solche Datenproben in einem vernünftigen Zeitrahmen aufgezeichnet werden können, lässt der LHC fast 1 Milliarde Protonen pro Sekunde kollidieren. The events are so rare that you need billions of experiments. And that's why you have such big data. Wie bereits erwähnt, wird ein Higgs-Boson nur einmal alle paar Milliarden Proton-Proton-Kollisionen am LHC erzeugt. Allerdings zerfällt das Higgs-Boson in der Regel auf eine Weise, die viel häufiger erzeugte Prozesse nachahmt. Das Problem ist also, es ist nicht nur selten, sondern wenn das Higgs-Boson auftritt, ist es schwer zu unterscheiden von anderen Ereignissen. Es ist richtig schwer zu finden. Es ist richtig schwer. Die sauberste experimentelle Signatur des Higgs-Bosons ist sein Zerfall in 2 Myon-Antimyon-Paare, whatever that is, der etwa einmal alle 10 Billionen Proton-Proton-Kollisionen stattfindet. Es ist super rare and super difficult to find. That's why it took 40 years. 40 Jahre lang hat man danach gesucht. Und 2012 war die Pressekonferenz. Ich habe es mir im Livestream angeguckt. Die Leute sind ausgeflippt. Der Punkt ist also, die Machine Learning-Verfahren haben vor allen Dingen einen Zweck. In dem riesigen Menge von Daten die Ereignisse zu erkennen, nach denen gesucht wird. Das ist ganz einfach im Grunde und doch so schwer. Machine Learning braucht man, um die Daten zu verstehen. Sonst ist das nicht zu verstehen. Aber Machine Learning reicht allein nicht. Man braucht zusätzlich eine andere Computertechnik, eine andere komputationale Technik und das kam heute schon mal, Computersimulation. Computersimulation. Und jetzt wird es noch verrückter. Die Notwendigkeit zu verstehen, wie Signale in den Detektoren aussehen werden und welche anderen Prozesse die Signale nachahmen können, hat zur Entwicklung hochwertiger Simulationswerkzeuge geführt. Darüber hinaus liefert das Standardmodell, die Theorie, genaue Vorhersagen über die Raten- und kinematischen Verteilungen vieler Prozesse, die interessante Signaturen nachahmen können, als Hintergrund bezeichnet. Und die zu den Datenproben der Teilchenphysik beitragen, was wichtige Maßstäbe für die Validierung der Simulationswerkzeuge und das Verständnis ihrer Unsicherheiten liefert. And now the important point, jetzt wird es wichtig, daher werden simulierte Datenproben oft zum Training von Algorithmen für maschinelles Lernen verwendet, da in solchen Proben alle Informationen konstruktionsbedingt bekannt sind. Sie müssen sich vorstellen, alle Experimente, die man am LHC, am CERN macht, hat man vorher als Computersimulation bereits getestet, inklusive des gesamten Aufbaus der Detektoren. Das ganze CERN existiert nochmal im Rechner. Und man experimentiert vorher mit dem Computermodell, um herauszufinden, was alles schiefgehen kann bei der Datenanalyse. The CERN exists also as its own virtual double, just to find out what can go wrong in the data analysis. The whole detectors, everything. And this is crazy. Die Computer, die haben, sind die größten Computer der Erde. Das heißt, und das war schon der schwierige Mittelteil, die Analyse der großen Datenmengen durch Machine Learning gelingt nur, weil sie mit Simulationen gemäß des Standardmodells
und der Detektoren und Maschinen und so weiter trainiert werden. So wissen die künstlichen Intelligenzen, wonach sie schauen sollen. That's how you train the AI, what to look for. Das wirft natürlich neue Probleme auf, also man kann vielleicht doch sagen, ohne die performativen Modelle der Simulation, wie Licklider das schon 1967 genannt hatte, würde die Datenanalyse nicht funktionieren. Es gibt natürlich Probleme. Jetzt kann man sich fragen, was ist eigentlich mit nicht vorhergesehenen Ereignissen? Wie entdeckt man eigentlich etwas, was nicht im Modell vorhergesagt ist? Das ist ja auch wichtig. This is one of the points where I don't want to be particle physicist. Das wirft schwierige wissenschaftstheoretische Fragen auf, die im Moment beim Stand unseres Projekts nicht so gut beantworten können. Da komme ich dann später drauf zurück, also nicht heute mehr, keine Sorge. Jedenfalls, wie gesagt, am Ende gab es ein Happy End. Das Higgs-Boson wurde gefunden und François Englert und Peter Higgs bekommen 2013 den Nobelpreis für Physik. Jetzt komme ich schon zum Schluss. Now to my conclusions. Ist ziemlich kurz, aber es gibt noch ein langes Zitat. Sorry. Man kann festhalten, es sieht so aus, dass Artificial Intelligence in den Wissenschaften, künstliche Intelligenz in den Wissenschaften wesentlich Mustererkennung bedeutet. Vor allen Dingen künstliche neuronale Netze und andere Formen des Machine Learnings, die riesige Datenmengen durchsuchen. Diese Systeme finden Muster, die von Menschen nicht mehr erkannt werden können. Sie werden wiederum mit Daten trainiert, die durch Simulationen generiert werden. Simulationen, die wiederum auf theoretischen Modellen beruhen. Ich betone das deswegen so, weil es ein berühmtes Paper von 2008 gibt, was Sie vielleicht kennen, von das ist eines der berühmten Bilder, die statistische Auswertung der Daten durch die Machine Learning Systeme. Und hier ist dieser blaue Bump, the blue bump, and das ist the signal. It shows es zeigt ein Higgs-Boson, das in 2 Z-Bosonen zerfällt, die wiederum in 4 Leptonen zerfallen. That's the big thing, the Higgs-Boson. Okay, das wollte ich Ihnen noch zeigen. So, ich betone die Rolle, die Modell, Simulation, Machine Learning und experimenteller Test haben deswegen so, weil 2008 Chris Anderson ein Paper geschrieben hat, in dem er behauptet hat, weil wir so viel Daten haben, brauchen wir die Scientific Method nicht mehr. Das hat viel Diskussionen ausgelöst, also brauchen datengetriebene Wissenschaften noch Modelle. It's horrible, I know. Ein furchtbar langes Zitat. Much too long. Aber es ist das Letzte. Ich verspreche es. Alle Modelle sind falsch, aber einige sind nützlich. So verkündete der Statistiker George Box vor 30 Jahren und er hatte recht. Aber welche Wahl hatten wir denn? Nur Modelle, von kosmologischen Gleichungen bis hin zu Theorien über menschliches Verhalten, schienen in der Lage zu sein, die Welt um uns herum konsistent, wenn auch unvollkommen, zu erklären. Bis jetzt. Heute müssen Unternehmen wie Google, die in einer Ära mit einer enormen Datenfülle aufgewachsen sind, sich nicht mehr mit falschen Modellen zufrieden geben. In der Tat müssen sie sich überhaupt nicht mit Modellen zufrieden geben. Das große Ziel ist hier allerdings nicht die Werbung, es ist die Wissenschaft. Die wissenschaftliche Methode basiert auf überprüfbaren Hypothesen.
Bei diesen Modellen handelt es sich größtenteils um Systeme, die in den Köpfen der Wissenschaftler visualisiert werden. Die Modelle werden dann getestet, wie Murray-Gell-Manns Modell 1964 oder das Higgs-Modell am CERN. Die Modelle werden getestet und Experimente bestätigen oder falsifizieren die theoretischen Modelle, wie die Welt funktioniert. Und wie ich sagte, 99% aller Modelle erweisen sich als falsch, aber manche nicht. Auf diese Art und Weise arbeitet die Wissenschaft seit Hunderten von Jahren. Wissenschaftler sind darin geschult, zu erkennen, dass Korrelation nicht gleichbedeutend mit Kausalität ist und dass keine Schlussfolgerungen allein auf der Grundlage der Korrelation zwischen x und y gezogen werden sollten. Es könnte ja auch Zufall sein. Es könnte Rauschen sein. It could be noise. You never know. Stattdessen müssen Sie die nicht zugrunde liegenden Mechanismen verstehen, die beide miteinander verbinden. Sobald Sie ein Modell haben, können Sie die Datensätze mit Sicherheit miteinander verbinden. Daten ohne ein Modell sind nur Rauschen. Und an dem Punkt würde man sagen, ja, er hat recht. Aber dann schreibt er, doch angesichts der riesigen Datenmengen wird dieser Ansatz der Wissenschaft, Hypothesen aufstellen, Modelle erstellen, testen, immer obsoleter. Das ist meiner Meinung nach falsch. Anderson hat Unrecht. Wie man sieht an der Teilchenphysik am CERN werden immer noch Hypothesen aufgestellt, es werden immer noch Modelle gebaut, es werden Simulationen gebaut, die diese Modelle umsetzen, diese trainieren Machine Learning Systeme und dann macht man Experimente. Und wenn man dann Glück hat, großes Glück, taucht das gesuchte Phänomen auf. Und alle trinken Champagner. Anderson hat Unrecht. Datenanalyse braucht Modelle, wie man am LHC sehen kann. Es gilt immer noch, Daten ohne Modelle sind Rauschen. Es geht immerzu darum, wie man aus dem Rauschen die von der Theorie vorhergesagten Spuren herausfiltern kann. Werden sie gefunden, gibt es Nobelpreise. Wenn nicht, oder wenn ganz andere, widerlegene Spuren gefunden werden, nehmen sich die Wissenschaftshistorikerinnen der gescheiterten Modelle an. Hypothesen aufstellen, modellieren, testen gilt noch immer für die Naturwissenschaft. Aber, jetzt kommt mein letzter Satz, meine zwei letzten Sätze, aber diese Persistenz der Theorie und des Modells, auch im Zeitalter von Big Data, mag nur in diesem Beispiel gelten. Vielleicht ist es nur charakteristisch für die Naturwissenschaften. Vielleicht ist das in anderen wissenschaftlichen Feldern anders. Gerade der Einsatz von Machine Learning in Soziologie, Ökonomik, in den Humanities dürfte noch einmal anders operieren. Denn die Geisteswissenschaften machen keine hypothetischen Voraussagen und entwerfen Modelle, die man dann testen kann. Humanities sind keine nomothetischen Wissenschaften wie die Naturwissenschaften. Deswegen vergleichen wir in unserem Projekt verschiedene Disziplinen, um herauszufinden, wie Machine Learning in verschiedenen Wissenschaftsbereichen operiert. Das eben versuchen wir herauszufinden. Vielen Dank. Muchas gracias.